Hallo und guten Morgen, Freunde der Sonne. Wir sitzen heute gemütlich am Frühstückstisch und melden uns aus Kroatien. Bella und ich haben die Kommentare durchgelesen und haben gesehen, viele von euch, die sich für Kroatien interessieren sich natürlich auch für die Preise. Um die Preise jetzt einmal zusammenzufassen, haben wir uns gedacht, genau passend am Frühstückstisch hat man immer seine Prospekte. Wir sind also rumgefahren und haben einmal vom Konsummarkt, da ist hier ein landestypischer Markt, dann sind wir zum Studentenmarkt gefahren. Das ist so eine Art günstige Edeka-Kette, kann man sagen. Ne? Günstige Edeka-Kette. Nein, das ist wie ein Tante-Emma-Laden. Ist wie ein Tante-Emma-Laden. Tante-Emma-Laden. Oder ein günstiger Edeka-Laden. Ist auf jeden Fall total toll, kann man auch alles kriegen, zu günstigen Preisen. Und Pludine. Pludine ist dann auch nochmal so ein landestypischer Markt. Und es gibt hier auch Kaufland. Es gibt hier auch Lidl, davon abgesehen. Aber Kaufland zum Beispiel arbeitet nicht mit Prospekten. Die arbeiten hier in Kroatien, gut, für die einen oder anderen leider, genau, die arbeiten hier leider mit der App. Für die älteren Leute finden wir das jetzt nicht so toll, weil, ne, selbst wir blättern hier gerne mal durch und gucken mal. Nichtsdestotrotz, genau deswegen machen wir jetzt lecker Frühstück und gucken uns dabei die Preise hier im Land von Pludine und Studentenmarkt an. Sagen können wir schon mal, einige Preise sind landesgebunden, also die haben sich jetzt hier den Preis angepasst, und andere Preise hält Kaufland auch hier den Preis gleich oder gleich stabil. Zum Beispiel diese ganzen Kaufland Classics Klamotten, die kriegst du hier auch, die sind hier in der Regel, wenn wir uns nicht ganz geirrt haben, vielleicht um 2-3 Cent. Genauso teuer wie bei uns zu Hause. So, nichtsdestotrotz, jetzt fangen wir an zu frühstücken und legen los und gucken uns die Prospekte an. Wir blättern dann einmal durch. Ihr könnt dann jeweils immer Pause drücken, weil sonst dauert das ja viel zu lange, wenn wir jetzt hier alle Seiten einzeln durchgehen. Das sollte selbsterklärend sein. Richtig? Alles klar. Los geht's. So, alles klar. Legen wir los. Womit fangen wir an? Ist eigentlich wurscht, ne? Komm, machen wir hier Studentenmarkt. Also, Studentenmarkt. Da fahren wir hauptsächlich hin. Gefällt uns da sehr gut. Auch immer viele Angebote, tolle Sachen, wahnsinnig geiles Fleisch. Wahnsinnig geiles Fleisch. Wir haben da Grillfleisch gekauft. Das war wirklich hervorragend. 3,99 € für 4 Koteletts. Die haben super geil geschmeckt. Also, ihr nutzt einfach die Pause-Funktion und könnt dann jeweils euch die Preise und alles ansehen. Ich blätter jetzt einmal durch, sonst wird das Video zu lang, das brauchen wir ja nicht. Guck mal, wenn ihr euch sowas hier anguckt, ne? Da ist eine Maispoulade. Wer die Sommervideos nicht gesehen hat, das Ding haben wir geholt. Das war so ein Ballermann. Guck dir das mal an. 3,18 € der Kilopreis. Da schnallst du ab, hier sind sie. Da sind die Koteletts, 3,99 €. 3 Stück waren drin für 640 Gramm. Freunde, das war ein Fleisch. Die Bella mag normalerweise kein Nackenkotelett wegen dem Fett. Die hat das weggeputzt und davon abgesehen, da war gar kein Fett mehr da. Das ist so schön ins Fleisch reingegangen. Das war so mega. Also wirklich absolut geil. Wer immer noch nicht verstanden hat, warum wir diese ganzen Videos machen, weil der eine oder andere denkt sich wahrscheinlich, was habe ich hier in Deutschland oder wer auch immer gerade von wo zuguckt, mit Kroatien an der Mütze. Naja, Kroatien ist nun mal auch ein Land, zum einen wandern viele aus, zum anderen macht man da mal Urlaub. Und überhaupt ist da auch mal interessant zu sehen, was in den Nachbarländern so alles kostet, die jetzt gerade auch den Euro haben. Denn Kroatien ist ja bekanntermaßen seit diesem Jahr in der EU. Naja, und wir haben auch schon ganz stark gemerkt, dass sich die Preise, genau wie bei uns damals in Deutschland, verdoppelt haben. Das ist der Fluch einer jeden neuen, wieder eingeführten Währung. Da machst du nichts dran. Das war der Studentenmarkt. Kommen wir weiter zum Pludine-Markt. Ist auch ein landstypischer Markt, auch riesengroß. Hier kriegst du so gut wie alles. Schauen wir mal. Hier haben wir, was haben wir? Haben wir irgendwas Interessantes hier auf der Seite, was wir auch gekauft haben? Nö. Hier jetzt glaube ich nicht. Kirikiri, White Mix. Ja, wie man sieht, die Preise unterscheiden sich nicht mehr stark zu denen von Deutschland. Was ihr hier auf der Seite jetzt ganz stark sehen könnt, ich hoffe ihr könnt es sehen, seht ihr dieses ganze Hühnchen? Das hier ist normales Hühnchen. Das sind alles Maishühnchen. Du kriegst hier sowas wie ein normales Hühnchen so gut wie gar nicht. Die werden alle mit Mais gefüttert und nicht 50% wie bei uns. Nee, die kriegen volle Lotte Mais. Alles ist richtig schön goldgelb. Dieses Fleisch ist so saftig. Allein dafür lohnt es sich, nach Kroatien zu kommen. Also in Türkei kannst du natürlich auch hervorragend essen. Da schmeckt auch alles wesentlich geiler. Auch die Tomaten schmecken mehr nach Tomaten. Eine Gurke mehr nach einer Gurke. Einfach klasse. So. Da haben wir das. Der Kaffee war auch geil hier. Den haben wir gehabt. Der war richtig, richtig super lecker. Den haben wir ja in der Espresso-Maschine. Wer das Video nicht gesehen hat, der hat super geil geschmeckt, muss ich wirklich sagen. Wenn ich den finde, verlinke ich euch den unterm Video. Ich glaube, ich habe 1,49 € für so ein kleines Beutelchen bezahlt mit 250 Gramm. War zum Ausprobieren klasse. Und wie gesagt, der hat richtig schön, ich weiß nicht, man könnte fast sagen, der hat ein bisschen nussig geschmeckt. Geil, auf jeden Fall. Also wir waren beide begeistert. Hier gibt es noch ein paar Pfannen. Wer hier auch nicht Bescheid weiß, ich habe ein Video gemacht über den Friedhof von Poreč oder in Kroatien, wie schön das da einfach aussieht. Wer nicht gesehen hat, schaut es sich mal an. Überwältigend.
wirklich überwältigend. So, damit sind wir mit dem Plodinemarkt auch durch. Das ist auch geil. Also du kriegst hier Zitronen wie Sand am Meer. Allerdings habe ich hier keinen einzigen Zitronenbaum gesehen. Ich weiß nicht wieso. Ich bleibe weiter auf der Suche. Konsummarkt. Schauen wir uns jetzt an. So, hier haben wir die ganzen schönen Angebote. Der Konsummarkt ist auch ein großer Markt. Womit willst du halt immer vergleichen? Das kannst du eigentlich nicht vergleichen. Im Grunde genommen sind die Landessupermärkte gleich aufgebaut. Das ist wie damals ein großes Schätzlein, Tengelmann, Kaisers, Rewe. Unterscheidet sich aber auch nicht immer in den Preisen. Klar musst du immer ein bisschen gucken, aber das musst du bei uns auch, weil die Angebote wechseln ja. Der eine hat das mal günstiger, fährst du dahin, der andere hat das günstiger, fährst du dahin. Oder sagst einfach, weißt du was, scheiß drauf und dann fährst du nur zu einem. Ne? Das ist natürlich jedem selber überlassen. Fisch brauchen wir auch nicht drüber reden, kriegst natürlich auch wie Sand am Meer. Krakenviehzeug ist nicht für jeden. Hier sehr einfach zu kriegen. Natürlich direkt am Meer, gar kein Thema. Was wir auch festgestellt haben, wir haben hier eine geile Milch gefunden. Und zwar, die hat nicht 1,5 und die hat auch nicht 3, was ist das? 3,7? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die hat 2,8, also genau die Mitte. Die ist so super mega lecker. Also alles ist hier super mega lecker. Den einen oder anderen nervt vielleicht, weil der Robby immer sagt, die ist alles super lecker. Aber was soll ich machen? Das schmeckt hier einfach alles besser. Also alles schmeckt hier mehr nach dem, wonach es schmecken soll. Keine hochgezogenen Genzuchten oder irgendwelche schnellen, vorgereiften Früchte, die noch überhaupt gar keine Süße erreicht haben. Da gibt es hier einfach nicht. Wenn hier eine Mango im Regal liegt, dann ist die Mango fertig. So, dann kannst du die essen und geil. Das war Konsum. Und jetzt kommen wir für die Männer. Richtig, das Bier Spezial. Bier Speziale. Bier kannst du hier natürlich kaufen, wie Sand am Meer. So, das sind welche der landestypischen. Ganz bekannt. Ozuschko. Ich spreche das immer falsch aus, ist aber auch nicht schlimm. Ich muss dafür 3 getrunken haben, dann kriege ich das mit dem Namen wieder hin. Fakt ist, Bier kriegst du hier natürlich aus ganz Europa. Eigentlich kriegst du hier Bier aus der ganzen Welt. Also wenn du hier durch die Bierregale läufst, da wird dir schwindelig. Wer schon mal in Amerika oder was war, der weiß auch, wie das da aussieht, wenn du da reingehst. Da kommst du nicht mehr zurecht. Da schickst du am besten irgendeinen Azubi oder was, der dir das Bier kauft, weil das ist Reizüberflutung. Genauso ist das hier. Hier bleiben keine Wünsche offen. Preise allerdings variieren sehr stark. Landesbiere kosten hier sehr viel, komischerweise. Und Importbiere, wie zum Beispiel aus Bayern, kriegst du hier je nach Angebot ab 45 Cent. Wogegen du eine Inlandsbierflasche oder Dose oder wie auch immer selten unter 1,69 € bekommst. Ist manchmal ein Phänomen, dass ein Importbier günstiger sein kann als ein Inlandsbier. Aber schmecken, ich habe viele schon probiert, schmecken tun die alle sehr gut. Also, das war's zu den Prospekten der großen Hauptmärkte hier in Kroatien. So Freunde, wie im Video gerade schon gesagt, Fleisch kannst du nicht vergleichen, Gemüse kannst du nicht vergleichen und Obst kannst du meistens auch nicht vergleichen. Ist hier um Welten besser. Ist einfach wirklich um Welten besser. Damit will man nicht Deutschland schlecht reden oder andere Länder schlecht reden. In anderen Ländern schmeckt auch vieles besser als bei uns in Deutschland. Das ist schon mal so. Ich weiß nicht, woran das liegt, beziehungsweise wir vermuten, woran das liegt. Wir wissen alle, dass alles zu früh abgeerntet wird, Bananen und so weiter, und dann kommen die alle grün über dem Schiff und da reifen die nach und hin und her. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Hier bist du ein bisschen, hier bist du ein bisschen näher, beziehungsweise hier bauen die vieles halt auch selber an. Das heißt, sie sind gar nicht so angewiesen auf das Ganze, wo kommt das ganze Gedöne her. Vieles kommt aus dem eigenen Land und dadurch reift das natürlich vernünftig. Schmeckt demnach wesentlich besser. Auch im Video von Kaufland habt ihr, jetzt mal ernsthaft, wo kriegt ihr solche Kartoffeln? Habt ihr diese Kartoffeln gesehen? Ja, ich weiß, ich raste aus bei diesen Kartoffeln. Nicht nur, dass die geil schmecken. Wo kriegt man solche Kartoffeln? Die kriegst du gar nicht. Ich weiß nicht, die ist vorher schon im Hamburger Bremer Markt an irgendeine Großküche abgegeben worden. Egal, also klar kriegst du bei uns auch mal ein bisschen Baked Potatoes. Da sind vielleicht, wenn du Glück hast, mal 5 große drin. Aber hast du diese Kartoffeln gesehen? Und ich liebe Kartoffeln. Und vor allem liebe ich, wenn ich einmal schäle und habe für 6 Personen Kartoffeln fertig. Großartig. Fakt ist, das Ding liegt da in jedem Korb. Das ist kein Einzelding, das ist einfach Fakt. Das ist einfach wunderschön. Und ja, ich liebe die Kartoffeln, weil die Kartoffel schmeckt dir nach einer Kartoffel, wie eine Kartoffel schmecken müsste, wie ich jetzt nur einmal im Leben erlebt habe. Woanders. Das war auch nicht in dem Deutschland. Nee, das war in der Eifel. Ja, in Deutschland, aber in der Eifel. Da habe ich die beste Kartoffel bisher meines Lebens gegessen. Das ist richtig. Das war der Knaller. Der Trinkgeld basierte nur auf dieser Kartoffel. Alles klar. Ja, ich weiß, das geht jetzt wieder ins endlose Ende. Wir quatschen irgendwann mal über Kartoffeln, nichtsdestotrotz. So, wir räumen jetzt auf, packen zusammen, denn heute ist der Tag, wo wir nach Hause fahren. Wie wir sehen, das Wetter ist auch schon traurig. Im Hintergrund sieht man, etwa schön, etwa toll und wie gesagt. Ist halt ein bisschen, ja. Das Wetter ist traurig, genau. Das Wetter ist traurig, weil wir nach Hause fahren. Aber das ist nicht schlimm, weil das Wetter kann sich freuen, denn wir können schon mal spoilern. Nein. Nein, können wir nicht. Um Gottes Willen, da geht ja leid, da muss ich rausschneiden. Nein, wir können doch nicht spoilern. Nein, das bleibt eine größere Überraschung, aber ihr könnt gespannt sein.
Das geht Abenteuer geht weiter. Yeah. Yeah! Also, in diesem Sinne, packen wir jetzt erstmal ein, fahren wieder zurück nach Deutschland. Das ein oder andere Video hauen wir dann nochmal hinterher und dann freuen wir uns alle, wenn wir wieder irgendein Paket im Garten bei uns auspacken und ihr fleißig zuseht. Also, danke fürs Zusehen, habt einen schönen. Entschuldigung. Nee, das ist der Text weg. Ach so. Tschüss, hat's vergessen. Was wolltest du sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte irgendwie sowas Gutes sagen. Okay. Zusehen. Ja, mach das so. Nee, jetzt kommt das ja nicht mehr so gut. Doch, klar. Ciao, ciao. Okay. Ja, finde ich gut. Ja, findest du gut? Ja, finde ich gut. Wir haben euch lieb, euer Robby. Ciao. Ciao.